الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادات أصحاب الرسول مدد يا مشايخنا دستور وإن شاء الله فاز داستان شيخ محمد ناظر حقاني مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Prophet sallallahu alaihi wasallam, many hadiths, he mentioned أفضل الأعمال أدومها وإن قل, meaning the best thing you do to be continue it, to not be even it's small, but don't cut it, make it every time. Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagt in einer Hadith, in einer Überlieferung, dass die beste Handlung ist diejenige, die man immer verrichtet, die man kontinuierlich verrichtet. Of course, there is a country, mashallah, Muslim, there was not born Muslim, most of them, they become to Islam after a certain age. All time they have old habit and they old custom. So they slowly they are used to Islam. Und hier sind wir in Ländern, das sind keine muslimische Länder und die Menschen sind aufgewachsen in einer nicht-islamischen Kultur und haben später erst den Islam angenommen. Und natürlich haben sie auch noch viele von den Angewohnheiten und von dieser Lebensart aus der vorislamischen Zeit übernommen, aber langsam, Stück für Stück gewöhnen sie sich auch an den islamischen Weg. This who first become, it is Mawlana every time he was protect them, say this is مؤلفة قلوبهم, and make their heart to be warm to Islam. He was trying to make easy for them, to not make it difficult. He was very much interesting for them to look for them after them and to make them happy. Und Sheikh Nazim hat immer sich sehr gekümmert um die Menschen, die neu zum Islam gefunden haben, und hat es versucht, für die immer stets einfach zu machen und nicht schwierig, damit sie glücklich sind und ihr Herzen sich an den Islam gewöhnen und dass ihre Herzen den Islam lieben. This not making difficult for them to do what Muslim normal doing, but alhamdulillah they are by themselves. There was interesting to practice everything. Und Sheikh Nazim hat versucht, dass es für sie nicht schwierig ist, ihnen alles aufzubürden, was ein gebürtiger Muslim zum Beispiel machen muss. Aber die Leute sind trotzdem dann aus ihrem eigenen Interesse heraus in diesem Weg so weit vorangeschritten und haben die ganze Lebensart übernommen, viele von ihnen, vom Islam. We know many of them they become Muslim before Ramadan, maybe for 10 days or 1 month. They fast whole Ramadan. Wir kennen viele, die werden Muslim, gerade mal 10 Tage vor dem Ramadan, und trotzdem haben sie so viel Motivation, bringen sie mit, dass sie den ganzen Ramadan durchfasten und sind gerade erst Muslime geworden. Some of them they went to Hajj after 2 months from Islam. Und manche sind sogar, gerade mal nachdem sie 2 Monate den Islam angenommen haben, zur Hajj gefahren und Hajjis geworden. And Hajj is the most difficult thing even for Muslim. It is not easy, but alhamdulillah, these people, they was with their love of Islam, they done this. Und Hajj ist eine sehr schwierige Sache, sogar für
gebürtige Muslime ist es keine einfache Sache und diese Menschen, die neu zum Islam gekommen sind und so schnell Hajjis geworden sind, das hat Allah ihnen gewährt aus dieser Liebe heraus, was sie haben zum Islam. And for us, many things can do, but you are living in country, it is not easy. But here, most important thing, discipline to as much you can do to continue what you do. You pray, praying, fasting, maybe sometimes difficult to pray. They can do it as they much they can in their place. Inshallah. Und in diesen Ländern ist das nicht immer einfach, am Islam festzuhalten und an den Gebräuchen des Islams komplett festzuhalten. Und deswegen soll jeder versuchen, so viel zu machen, wie er kann und sich nicht zu übernehmen dabei. For this, here, alhamdulillah, 3 days together, everything we do. For new people, maybe they thought it must be like this whole time. No, Allah cannot make a burden on people. As much they can do, it is acceptable. Und hier sind wir 3 Tage zusammen und wir haben natürlich alles gemacht und das ist leicht für uns, weil wir machen das in Gemeinschaft. Und neue Leute, die zum ersten Mal dabei sind, sie könnten denken, sie müssten das jetzt immer so weitermachen, jeden Tag. Aber das ist nicht so. Allah bürdet niemanden mehr auf, als er tragen kann. Und deswegen sollen sie es sich nicht schwer machen, sondern einfach machen. This country, they have too much discipline. So, who following, even very small, they must put discipline for themselves to do in day what they will do strongly to hold it. Und in diesem Land haben sie sehr viel Disziplin in den verschiedenen Dingen, weltlichen Dingen auch. Und wichtig ist, dass wir auch im Glauben, auch wenn wir nur wenig machen, das, was wir uns vornehmen, mit Disziplin, mit einer starken Disziplin einhalten. Alhamdulillah, we are living every time we ask for knowledge, for new knowledge to see today also. Alhamdulillah, many things we learn. Und es ist unsere Art auch, immer nach neuem Wissen zu fragen. Und wir bedanken uns bei Allah, dass wir heute auch wieder sehr viele neue Sachen gelernt haben durch seinen Segen. What we learn for this country since maybe 800 years, the oldest country in the world, I think. Und wir haben über dieses Land hier gelernt, die sind 800 Jahre alt und das ist das älteste Land der Welt. Even Ottoman, it is before the Ottoman Empire they built, and Ottoman finished, they destroyed it, and now 100 years more than this even. Und sogar war das Osmanische Reich entstand, da gab es das Land schon, dieses Land hier, und dann ist das Osmanische Reich wieder vergangen und das Land ist immer noch da, immer noch 100 Jahre länger als das Ende vom Osmanischen Reich schon. How this happened? Wie kann das passieren? Wie ist das so passiert? With barak of this
brother Klaus. 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 Nikolaus, ne? Klaus. Yeah. Und wie ist das passiert? Das ist so durch den Segen von dem Bruder Klaus. Because he put them discipline. Everyone, what they will do, exactly they put. Weil Bruder Klaus die Bewohner dieses Landes und auch dieses Land hier angeführt haben, er hat sie diszipliniert und ihnen genau gesagt, was sie zu tun haben. They are very tough people, not accept any, no, not saying okay for anything. Und sie sind sehr harte Menschen und sie sagen nicht einfach okay zu allem. Yes, first, because we come from country, oh, Ma'alesh, everything okay. So it was difficult for us to understand this. Until now, today, I understand very well what the mentality of Switzerland. Und wir kommen aus einem Land, wo immer alles okay ist, okay, auf Arabisch sagt man Ma'alesh, passt schon, passt schon. Ja, aber die Schweizer sind nicht so. Die sagen nicht einfach zu allem okay. Und das habe ich erst heute verstanden, was für eine Art von Mentalität die Bewohner dieses Landes hier haben. If you give okay from here or come from that, after they finish, or nothing left. Ja, und wenn die auch so wären, dass sie immer zu allem einfach okay, okay sagen, ja, es passt schon, dann wäre alles jetzt schon hier zu Ende. So this is. They control their ego, their nafs. It's a strange thing, and to do something in this world like this, it is really interesting, and for us it's very unbelievable. Ja, und das ist eine sehr ungewöhnliche Sache und sowas sieht man nicht oft und für uns ist das wirklich unglaublich und etwas ganz Spezielles, dass sie ihr Ego kontrollieren und diese Disziplin beibehalten. Especially this, don't interfere with other country, don't attack, don't ask land, don't ask anything from other, just your border, don't go out or don't leave anybody inside. Und die Gesetze dieses Landes und die Art, was die speziell macht, ist deren Neutralität, dass sie mit dem zufrieden sind, was sie haben, dass sie die Grenzen klar gezogen haben und gesagt, okay, das ist unser Land und wir schauen nicht darüber hinaus. Wir versuchen nicht mit denen uns zu mischen oder mehr zu erobern oder irgendwie in diesen politischen Aktivitäten daran teilzuhaben. Nein, das sind unsere Grenzen und das ist unser Land und da bleiben wir. And people are looking after this very well, looking after their country, because once 30 years ago we was with coming Schweibenalb with Fat Umar. He threw something in the street. After we saw one lady, she running with car behind us. She stop us and put this garbage in his inside. Und die Menschen, die Bewohner dieses Landes, jeder Einzelne passt auf dieses Land auf und fühlt sich verantwortlich. Und als wir vor 30 Jahren mit Sheikh Nazim die Schweibenalb besuchten, da hat einer unserer Brüder, der dicke Ömer wird er genannt, er hat ein Stückchen Müll, ein Papier auf den Boden geworfen und dann sind sie verfolgt worden von einer Frau mit dem Auto und sie hat ihm dann dieses Papier in den Kragen reingesteckt. For this you see everything perfect. You cannot this because habit of human being to following ego. He like to do something not good every time. Und deswegen sehen wir, dass in diesem Land alles perfekt ist und alles ordentlich ist. Und normalerweise sind die Menschen so und das Ego ist so gestrickt,
dass es immer versucht, schlechte Sachen zu tun. This is a very good example for us, for especially Tariqa people, to put discipline for our life. It will, after this, inshallah, we will succeed. Und deswegen ist das ein sehr gutes Beispiel für uns, speziell für die Leute, die einer Tariqat angehören, dass wir uns danach richten und dass wir durch so eine Art von Disziplin erfolgreich werden und Erfolg haben werden. If you put this discipline and you continue on it, Allah will, without bargaining, Allah, I make discipline, you must give me this. It will be opening for who do this, inshallah. Und wenn jemand diese Art von, diese Disziplin in seinem Leben etabliert und daran festhält auch, dann wird ohne Verhandlung, ja, wird Allah Jalla Jalaluhu ihm den Weg öffnen. This is what prophets, there was without tiring, without listening to anybody, they was doing this whole their life, every day, from morning to evening. Und so waren die Propheten, Friede sei auf ihnen allen, dass sie auch, ohne sich von irgendwas ablenken zu lassen, immer an ihrem Weg festgehalten haben, nie müde wurden, nie faul waren und von morgens bis abends den Weg des Herrn verbreitet haben. Many of them going morning from house, going to tell people, and people that was hurting them, laughing at them, some of them killing of them. They are not sitting next day, it will be the same. Und sie riefen die Leute zum Wege Gottes, die Propheten riefen die Menschen auf, um den Weg Gottes zu verfolgen. Und die Menschen haben ihnen geschadet mit allen möglichen Dingen, haben sie geschlagen, beschimpft, manche von ihnen sogar getötet. Und wenn sie am nächsten Tag wieder aufstehen konnten, sind sie trotzdem wieder losgezogen und haben die Menschen weiter zum Wege Allahs aufgerufen. Sayyidina Nuh alayhi salam is 900 years he was calling his people. Und das beste Beispiel ist der Prophet Noah alayhi salam, oder einer der großen Beispiele, der 900 Jahre lang sein Volk aufgerufen hat, den Weg Gottes anzunehmen. Every day he was doing this. Und er machte das jeden Tag, keinen einzigen Tag schlief er oder war müßig. So he is from Prophet Ulil Azam, meaning the most powerful prophets. Und er gehört zu den sogenannten Ulul Azam unter den Propheten. Was heißt, er gehört zu den Propheten, die am meisten Kraft und Power von Allah Jalla Jalaluhu bekommen haben. Also Sahaba and after Sahaba, Awliya Allah, Mashayikh, all same discipline. Und nicht nur die Propheten waren so, sondern auch die in den Fußstapfen der Propheten liefen, wie zum Beispiel die Gefährten auch von Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auch die Heiligen und die Sheikhs, die alle diese Disziplin hatten und niemals müde wurden und müßig wurden. Most of them, there was not find disciple, follower easily.
most of them and all prophets, we can say, they was hurt by people and by around them, but they are still doing it because this is order from heaven, from Allah Azza wa Jalla. Und viele von den Propheten hatten es nicht einfach, Gefährten auch zu finden, die ihnen auf dem Weg halfen. Und alle Propheten, kann man sagen, haben Schaden erlitten durch ihre Völker. Und trotzdem haben sie nicht aufgehört mit ihrer Mission, weil das der heilige Befehl Allahs Jalla Jalaluhu war. Maybe some exception like Sayyidina Sulaiman alayhi salam, he was different. Es gibt ein paar Ausnahmen und darunter zum Beispiel Sayyidina Sulaiman, Prophet Salomon, der ein großer König war. Zulkarnain also, because there was king. Und der große König Zulkarnain. Other all was suffering from people. Aber außer diesen zwei großen Königen, die auch Propheten gleichzeitig waren, haben alle Propheten durch ihre Völker Schaden erlitten. But what we suffer, what they suffer, they finish, of course. The suffering, everything finished. Now they are in highest Maqam station. Aber dieses Leid, was sie erlebt haben, ist natürlich nicht für immer. Und das Leid ist jetzt vorbei. Jedes Leid, was sie erlebt haben, hat jetzt ein Ende gefunden. Und jetzt sind die in ewiger Schönheit und bekommen ihre Belohnung von Allah Jalla Jalaluhu. Even now, in human being, this 2-3 years, they're suffering very bad suffering from this lockdown, and every day they news giving bad news, don't go, don't come, don't do this, put your medicine on yourself, put that. It was a real tough time for people. Und so haben auch in den letzten 2 bis 3 Jahren die ganzen Menschen gelitten und wurden von Allah getestet durch Corona und die Lockdowns, ja, dass jeder eingeschlossen wurde und dass die Menschen gezwungen haben, bestimmte Sachen zu injizieren. All this, but now what happened? Everybody, they forget this, finish. Und jetzt schaut euch die Menschen an, das ist vorbei und keiner denkt mehr darüber nach, keiner spricht mehr sogar darüber. Who believe for Allah and take this as test, he won from those 2-3 years. What we suffering, Alhamdulillah, mu'min Muslim, because it's coming from Allah, Allah reward them. Und jeder, der da gelitten hat, speziell die Gläubigen, ja, denen das bewusst ist, dass es ein Test von Allah ist und die da durchgegangen sind, die werden jetzt von Allah dafür belohnt werden. But other also they forget, but nothing for them. Aber die das nicht an Allah glauben, für die ist es ja auch zwar vorbei, der Lockdown, aber sie bekommen nicht diese Belohnung, die diejenigen bekommen, die an Allah glauben. This is benefit of believe on your Creator Allah Azza wa Jalla and accept Him. Everything you suffer, you will be rewarded. Others they suffered, maybe forget, but nothing also for them. Und das ist der große Nutzen für die Menschen, die an Allah glauben, Jalla Jalaluhu, dass sie, wenn sie Leid erleben,
dafür von Allah belohnt werden, für jedes Leid, was sie erleben. Ja, es ist dann vorbei und sie bekommen eine Belohnung. Für jemanden, der nicht an Allah glaubt, Jalla Jalaluhu, er wird zwar auch, für ihn wird auch das Leid irgendwann mal zu Ende sein, aber er bekommt für das erlebte Leid keine Belohnung. For this, even the make kalima shahada to enter Islam, sometimes enough for them to get all this benefit. Und sogar wenn jemand nur einmal die Shahada ausgesprochen hat und nicht mehr als das gemacht hat für den Islam, kann das sein, dass das ausreicht, dass er diesen ganzen Nutzen bekommt. Yeah. But Shaitan, they not let people even for this. Und Shaitan schafft es leider, sogar die Menschen davon abzuhalten, diese zwei kleinen Zeugnisse abzulegen, diesen einen Satz auszusprechen. For this, inshallah, who want to save themselves, they must accept this. Und diejenigen, die sich selbst retten möchten, sie sollen das akzeptieren. And as much they can do later, okay. Und wenn sie dann noch mehr machen können für den Islam, außer diese Shahada abzulegen, dieses Zeugnis abzulegen, dann umso besser. Inshallah, Allah give hidayah for these people. Möge Allah ihnen Rechtleitung schenken. Because clever one who is thinking without thinking this to be against this or against that. Neutral. He accepts Islam. Ja, und wer clever ist, der ist neutral und der wird Islam akzeptieren. But now, of course, they show Islam as a very terrible thing. Aber sie zeigen jetzt überall Islam als etwas ganz Schreckliches. But it is every good thing, good for human being, for nature, for animal, for everything. In Islam, we have, it is more sharp than this Swiss law to collecting each other. Und sie zeigen Islam als etwas ganz Schreckliches, dabei ist es genau umgekehrt. Im Islam ist alles am perfektesten arrangiert und es ist alles Gute für den Menschen, für die Natur, für die Tiere, für alles ist perfekt arrangiert im Islam, noch besser als wie die Schweizer es arrangieren können. Yeah. Yes, but nobody, they are saying Muslim, this is Muslim. Is Muslim different? Islam different? Und sie sagen dann immer, ja, aber guck doch mal die Muslime, was die alles Schreckliches tun. Ja, Muslime sind eine Sache und Islam ist eine andere Sache. Very away they are Muslim, they are very away from Islam. Es gibt sehr viele Leute, die sich Muslime nennen und ganz weit weg von dem Islam sind. They do what they like after they said this is Islam. Die machen, was sie möchten, folgen ihrem Egos und sagen dann, das ist Islam. Allah give hidayah for us and for you, these people also. Amin Allah tawfiq al-Fatiha. Azan? Ist Azan? 5 Minuten. 5 دقائق. أذن معلش. معلش. معلش